In diesem Bild kommen gleich 3 Spachtelmassen zum Einsatz. Worauf du dabei achten solltest, siehst du im Video. Für ein Bild mit mehreren Spachtelmassen könnt ihr natürlich nehmen, was ihr im Atelier habt. Bei mir wird es hier einmal Marmormehl sein. Das habe ich schon vorgemischt. Hier sind es 100 Gramm Marmormehl und 75 Gramm Binder. Das ist schon fertig. Die zweite Masse ist Fertigputz. Da geht es um auch wieder 100 Gramm Fertigputz und dann 35 Gramm Binder mit 35 Gramm Wasser. Und als dritte Masse habe ich einfach ein fertiges Produkt genommen, eine Spachtelmasse in grob. Es hat den Vorteil, dass ich die am Ende dazugeben kann und nichts überbehalte. Und diese Mengenangaben sind passend für eine Leinwand von 50 x 50 cm. Wenn ihr mehrere Spachtelmassen einsetzt, solltet ihr zu Beginn diese Massen nicht mischen. Ich starte hier zuerst nur mit Marmormehl, das ich relativ dünn auf eine größere Fläche auftrage. Rechts und unten an der Leinwand ist ungefähr ein Streifen von 15 cm ohne Marmormehl bis zu diesem Zeitpunkt. In diesen unteren Randbereich setze ich jetzt den Fertigputz ein. Und zwar streiche ich von unten nach oben, also ganz leicht in das Marmormehl hinein. Dadurch vermischen sich jetzt natürlich diese beiden Spachtelmassen dort an der Stelle, aber unten bleibt der Fertigputz erstmal in seiner ganz eigenen Art bestehen. In den letzten freien Bereich setze ich jetzt diese Fertigmasse. Streiche da natürlich auch wieder ganz vorsichtig in die vorhandenen Spachtelmassen hinein, dass sich das ein bisschen vermischt. Schaue, dass ich hier eine ganz schöne Struktur reinbekomme. Ihr könnt auch einfach mal das Mahlmesser in dieser Spachtelmasse abdrücken. Das macht Muster, ein bisschen verwischen. Das sieht ganz reizvoll später aus. Und dann könnt ihr schauen, wie eure Flächen insgesamt wirken. Und wenn jetzt die gesamte Leinwand bedeckt ist, könnt ihr anfangen, die verschiedenen Massen auch in die anderen Flächen hineinzusetzen. Das soll nicht abgezirkelt nebeneinander stehen, aber es soll erst zu diesem Zeitpunkt dieses Vermischen stattfinden. Und da lasst ihr euch einfach leiten, wo noch Lücken sind, was euch gefällt, wie es aussieht. Nach 2 Tagen ist euer Werk trocken und es sieht auch so schon toll aus. Durch den Fertigputz ist eine Farbigkeit schon reingekommen, die man so tatsächlich schon fast hinhängen könnte. Wir wollen aber noch ein Stückchen weitergehen.
Meine Farben für dieses Bild sind jetzt eine Menge Weiß, ein Beige, ein mittleres Grau und ein Umbra. Das wird die ganze Palette für das Bild sein. Und im ersten Schritt wird jetzt nur Weiß aufgetragen. Die weiteren Farben füge ich dann später hinzu. In diese noch feuchte weiße Schicht setze ich jetzt die ersten Farben ein. Achtet darauf, dass euer Werkstück auch nicht trocknet, also eventuell ein bisschen mit der Sprühflasche feucht halten. Nur wenn die weiße Schicht noch feucht ist, könnt ihr so gut verstreichen, wie ich das jetzt hier gerade mit der ersten Farbe tue. Nach und nach kommen dann die anderen Farben zum Einsatz. Es ist einfach ein Spiel. Probiert euch aus und wenn es ein bisschen zu dunkel wird, könnt ihr auch immer wieder noch Weiß hinzusetzen. Aber traut euch ruhig mal, das Ganze farbig zu gestalten. Und ihr könnt natürlich auch eure Finger zur Hilfe nehmen. Das gibt dann nochmal ganz andere Effekte, als wenn ihr mit einem Pinsel arbeitet. Ihr könnt ein paar Highlights reinsetzen. Es geht noch nicht um die endgültige Gestaltung, aber ihr könnt ein bisschen exakter arbeiten als mit dem großen Pinsel. Und denkt auch bei jedem Arbeitsschritt an den Rand, dass ihr gleich den Rand mit einfärbt. Jetzt habt ihr die Farben noch auf dem Teller und müsst nicht extra später das Ganze wieder anrühren und nachfärben. Die erste Farbschicht ist nach einem Tag trocken und mit der gleichen Farbpalette geht es jetzt an die zweite Schicht, allerdings mit verdünnten Farben, mit flüssigen Farben. Ihr könnt alle Farben nutzen, setzt sie ein, setzt sie über hellere Stellen drüber, setzt sie über dunklere Stellen drüber und es kommt auch wieder die Sprühflasche zum Einsatz, dass Farbe einfach wieder vertrieben wird, dass ihr etwas wegtupft und wieder reingebt. Spielt einfach damit.
Mit der nächsten Schicht auf meinem Bild seht ihr jetzt ein weiteres Gestaltungsmittel. Ich arbeite nur noch mit den Händen und hole damit nochmal Bereiche heraus, verstärke nochmal, arbeite viel im Zentrum und schaue mir das Bild dann immer wieder auch in der Wirkung an. Wenn ihr mit den Fingern in die Farbe geht, achtet darauf, dass ihr nicht zu dick die Farbe an den Fingern habt. Deshalb tüpfel ich das hier immer so ein bisschen am Rand des Tellers ab und streiche mir auch die Farbe auf dem Teller immer ein bisschen aus, sodass sie dort schon ein wenig trocknet und ich also nicht einen dicken Farbklecks mitten im Bild habe. Sollte sich an einer Stelle zu viel Farbe befinden, könnt ihr das mit einer Nagelbürste verstreichen. Das geht besser als mit einem Pinsel, weil die Bürste doch stärker in die Tiefen kommt. Ich habe dann noch ein bisschen an dem Bild weitergearbeitet und so sieht jetzt der letzte Stand aus. Letzter Akt wird jetzt sein, das Ganze einmal zu lackieren, damit ihr es gut abwischen könnt. Ich nehme hier einen Seidenglanzlack, Acryllack und verdünne den mit ein bisschen Wasser, damit es etwas streichfähiger wird und dann wird einfach nur das Bild einmal eingestrichen.